Hi Leute, ich habe heute eine Heißfritteuse im Test bei mir von Silverplex, die Heißluftfritteuse AFS 70. Sie schafft Temperaturen von 80 bis 200 Grad und hat ein Fassungsvermögen von 6,5 Liter. Sie hat einen 60-Minuten-Timer, 8 Frittierprogramme, spülbare Einzelteile, Anti-Haftbeschichtung, was immer wichtig ist, und ein Touchscreen und eine digitale Temperaturanzeige. Insgesamt hat sie 1700 Watt und wiegt 4,9 Kilo. Wir packen uns dann aus und dann schauen wir es an und dann testen wir die natürlich auch noch. Und hier hinten habt ihr auch noch mal stehen, was kann sie denn alles? Zum Beispiel gefrorene Snacks zubereiten, dann frittieren, gegrilltes Gemüse, Fleisch und Fisch sogar, minimale Verbrennungsgefahr. Also schauen wir mal, das wird wahrscheinlich außen nicht so heiß, das probieren wir aus. Sie hat sogar eine Warmhaltefunktion. Und damit kann man Brot aufbacken. Finde ich auch nicht schlecht, weil da muss man nicht immer diesen großen Ofen dann einschalten. Dann reicht auch dieser hier. Und ihr seht, die hat auch eine Luftzirkulation. Heißluftfritteusen ermöglichen zum Beispiel hier 90% weniger Fett mit der Rapid Air Heißlufttechnologie. Da ist dann eine Luftzirkulation gegeben, damit auch keine unangenehmen Gerüche entstehen. So, ich schiebe es mir jetzt hin. Ich mache es mir mal auf. Der erste Blick, sie kommt hier schön gepolstert bei euch an. Man sieht hier wieder das, schon aus einem anderen Video, wir haben hier so einen Einsatz mit so Gummifüßchen. Die müsst ihr noch ein bisschen herziehen, weil der ist jetzt hier ein bisschen verrutscht, sehe ich gerade. Also so wie es ausschaut, wird das dann so in euren Korb reingelegt, damit dann unten das Öl raustropfen kann. Wir probieren es dann noch aus. Wir haben hier drin eine kleine Bedienungsanleitung. So hilfreich ist, wenn ihr jetzt 2 Leute habt, das auszupacken. Ich mache es immer so, ich tue es ganz vorsichtig entweder umkippen. So. Ui, jetzt habe ich es umgekippt. Da ist mir jetzt gerade sowas gesehen, was da eingedruckt ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht der Fuß ist von einem Teil oder wo das dazugehört, keine Ahnung. Werden wir dann schon rausfinden. Dann vorsichtig umdrehen. Schön verpackt. Wir sehen hier Klebestreifen. Es ist ein Transportschutz gegeben. Von vorne, sie sieht sehr edel aus. Wir haben hier Plastikgehäuse mit Edelstahl, Optik dazu. Wir haben hier eine Schublade mit Griff. Upsala, muss man aufpassen mit dem Kabel. Hier haben wir hier den Touchscreen geschützt mit einer Folie. Ich mache jetzt das einmal hier auf. So, hier habt ihr ungefähr das Kabel, das reicht bei mir super nach hinten. Wir haben hier unten so Tragegriffe. Also wenn ihr es jetzt hier rumheben wollt, so ganz einfach. Dann habt ihr hier eine Öffnung eben wegen der heißen Luft, wegen dem Dampf, dass der schön entweichen kann. Und soweit ich es sehen kann, da oben drunter auch wieder so ein Luftauslass, damit ja alles entweichen kann. Dann drehen wir das Ding jetzt wieder um. Dann messen wir mal das Ganze. Ich habe jetzt gar nicht nachgeschaut, was so eine Größe hat, damit ihr auch wisst, was man davon halten kann. Also sie hat hier in der Breite schon mal etwa, sage ich mal, 27 cm, an der Seite etwa 25, mit Griff komme ich aber auf 34. Sie ist jetzt nicht ganz gerade nach unten und auch nicht ganz quadratisch, eher konisch. Sie wird nach unten hin breiter, habe ich den Eindruck. Von der Höhe hat sie etwa 35 cm. Bei mir zum Schrank hoch ist genug Abstand. Ihr solltet immer auf den Abstand achten, damit oben nichts beschädigt wird. Das sind bei mir ungefähr 27 cm Luft nach oben. So, dann kommen wir zu der Schublade hier. Edelstahloptik ist logisch. Ihr kriegt hier dann auch Fingerabdrücke drauf. Müsst halt dann eher reinigen, wenn euch das stört. Ich mache es halt immer so, wenn ich es aufmache, nehme den Griff und du hier mich mit dem Daumen abstützen. Und dann geht es leicht so auf. Und dann könnt ihr es entnehmen. Also es ist ein bisschen streng. Und man sollte erstmal einen Durchlauf machen ohne Lebensmittel. Wenn man es jetzt so reinmacht, also es hält auch ganz schön fest, also für mich etwas zu fest, finde ich. Wenn ich jetzt so mache, geht es sehr schwierig raus und das ist nicht zu empfehlen. Also immer langsam so drücken.
So, so sieht dann die Schublade aus. In die Schublade kommt dann das Gitter. Hier habt ihr dann einen Griff zum Rausnehmen. Jetzt muss man mal schauen, welche Richtung. So gehört das da rein. Muss ich jetzt noch ausprobieren. So, es ist drin. Es füllt jetzt genau den Boden aus. Man sieht es hier. Und wenn ihr es dann rausnehmen wollt, einfach so rausheben. Aufpassen beim Einsetzen, dass ihr auf der Seite hier nicht verkratzt. So, hier oben habt ihr dann auch doch die Maximalfüllmenge. Machen wir das jetzt mal schön langsam nochmal rein. Genau, das geht schon. Ein bisschen aufpassen. Ich habe jetzt bloß geschaut, weil hier der Griff ist jetzt mit diesen Schrauben gesichert. Da könnte es jetzt ein kleines Problem wahrscheinlich geben. Hier der Überstand von diesen Schrauben. Da kann sich dann hier immer das Dreck oder das Öl absetzen. Und es ist halt ein bisschen hakelig beim Saubermachen. Man kann es aber in Geschirrspüler tun. Ich tue es jetzt wieder raus, weil ich muss es ja dann nochmal reinigen vorher, bevor ich es benutze. Was mir noch wichtig ist bei diesen Fritteusen, wie schaut es da unten aus zum Reinigen? Also das Lüfterrad ist jetzt da oben freiliegend. Man kommt so mit dem Finger jetzt nicht hin. Die Heizspirale ist auch freiliegend. Man kann rundum wischen. Allerdings, was mir jetzt nicht so gut gefällt, ist hier, da ist jetzt ein bisschen Überstand. Da könnte es passieren, wenn sie jetzt mit dem Lappen dran geht, das bleibt da hängen. Das könnte man noch mal ein bisschen verbessern, um das flach zu machen zum Beispiel. Dann kann man auch drüber wischen, ohne dass man da hängen bleibt. Da kann auch der Dreck hängen bleiben. Ich habe jetzt festgestellt noch, hier schauen jetzt zwei so silberne Zapfen raus. Und die sind dazu da, dass die Schublade festhält. Die kann man auch hier dann eindrücken. Dann weiß der Fritteuse, aha, Schublade ist drin, ich kann dann starten. Das zeigt sich aber dann mit der Zeit. Das kann man vorher nicht sehen, wie ist jetzt das mit dem Reinigen. Setzt sich da viel Dreck ab oder nicht. Wir setzen jetzt erst einmal die Schublade ein. Wie gesagt habe, ich mache die dann nachher noch sauber, bevor wir die dann das erste Mal mit Lebensmitteln benutzen. Ich mache es jetzt folgendermaßen, ich setze jetzt ein, weil für den ersten Testlauf ist es jetzt nicht wichtig, dass das Ding jetzt unbedingt sauber ist. Aber es schließt super ab, finde ich schon mal cool. Hier unten ist diese Einrastmöglichkeit, hier seht ihr es hier unten auch nochmal. Und dann genauso reinsetzen. So, das war es jetzt erst einmal zu der Fritteuse. So, wir stecken es jetzt ein und dann gucken wir, was jetzt passiert. So, noch ein kleiner Hinweis zur Anleitung. Also die ist schön klein und übersichtlich. Die ist komplett deutsch. Und da steht halt dort, die zugänglichen Oberflächen können während des Betriebes heiß werden. Also aufpassen. Dann ist hier das nochmal erklärt, wie rum setzt man das rein. Was gehört jetzt alles dazu? Siebboden, Frittierschale, Griff, Lüftung, Touch-Display. Und hier ist halt nochmal erklärt, was könnt ihr denn hier alles auswählen. Hier habt ihr dann auch noch eine Liste, bei welchen Temperaturstufen werden die Gerichte gegart. Ihr habt aber hier auch die Schnelltasten. Wie gesagt haben, wir nehmen es jetzt in Betrieb. Ich nehme jetzt das lieber ab, weil dann seht ihr es besser, weil ihr seht hier, das ist ja jetzt eigentlich nur die Abdeckung. Dann stecken wir es ein. Ihr habt es eingesteckt, hat gepiept. Dann tut ihr hier bitte 3 Sekunden drauf drücken. Dann erscheint die Standardtemperatur, die ist in dem Fall 200 Grad, 15 Minuten. Also drückt ihr jetzt nochmal drauf, fangt es mit dieser eingestellten Temperatur an zu laufen. Das wollen wir jetzt ja nicht. Wir wollen ja jetzt dann erstmal einfach leer laufen lassen. Und wenn ihr das dann nochmal 3 Sekunden drückt, schaltet es sich aus. Und ihr habt hier nur das Standby-Symbol von dem Off- und On-Schalter. Das funktioniert auch, wenn ihr jetzt 3 Sekunden drauf drückt, während des Garvergangs. Dann wird gestoppt und nach 20 Sekunden hört der Ventilator auf zu arbeiten. Jetzt hat es wieder aufgehört, weil wir ja nichts gemacht haben. Das ist jetzt die Vorwahltaste. Da klickt ihr kurz drauf. Dann seht ihr hier die Gerichte. Also ihr könnt die nicht direkt anwählen, sondern mit dieser Vorwahltaste. Und dann könnt ihr hier entlang gehen. Was wollt ihr nicht? Also wir gehen dann nachher auf diese Keulen. Da ist sogar für Gemüse drin. 17 Minuten 160 Grad. So, dann gehen wir zurück aufs erste. Das sind 200 Grad. Normalerweise klickt es da drauf. Dann habt ihr hier Temperatur und die könnt ihr dann so, wie es ihr wollt, einstellen. Wir gehen jetzt wieder zurück. Und auch die Zeit könnt ihr einstellen, indem ihr hier eben auf diese Uhrsymbol klickt und dann hier einfach einstellen. Ganz einfach. So, Vorwahltaste ist dann kurz warten, ist eingestellt. Dann könnt ihr hier mit der Vorwahltaste dahin gehen, wo ihr wollt.
und einfach dann da klicken und startet. Es ist ganz einfach, ist ganz leicht erklärt. Es ist recht übersichtlich gestaltet. Ihr braucht bloß hier das einstellen und starten und fertig. Hier, das sehen wir jetzt noch nicht, da kommt dann noch eine Gebläseanzeige, ob das Gebläse an ist oder nicht. Das sehen wir ja jetzt dann. So, die erste Inbetriebnahme ohne Lebensmittel, also ein Leerlauf. Ich habe es jetzt eingestellt auf 150 Grad und 5 Minuten müsste lang. So, dann klickt ihr einmal drauf. Und schon fängt es an. Und hier seht ihr die Gebläseanzeige. Also ich habe das jetzt auch von den anderen Fritteusen, erste Betriebnahme immer Leerlauf machen, damit zum Beispiel auch die unangenehmen Gerüche verschwinden, weil auch durchs vorherige Saubermachen bleiben die meisten am Anfang noch drin. Zum Thema Reinigung habe ich noch was gelesen, dass auch drin steht, eben empfohlen wird, nach jedem Kochvorgang Schublade und auch den Innenraum zu reinigen und mit einer Reinigungsbürste das Heizelement oben zu reinigen. Besonders wenn es Verunreinigung oben hat. Das ist jetzt bei meiner ganz alten Fritteuse nicht so der Fall gewesen. Und da bin ich auch nicht komplett hingekommen. Und da lassen wir uns jetzt dann überraschen. Erster Testlauf. Und ihr hört auch, wie laut ist denn das Maschinchen? Ihr müsst mir jetzt noch ein... Oh ja. Ich rieche es jetzt auch schon von dem ersten Plastikgeruch und eben weil das Gerät neu ist, das rieche ich jetzt schon und es ist auch gut so, dass ich jetzt das nochmal leer laufen lasse. Mir kann jetzt auch, das will ich euch auch noch zeigen, eben unterbrechen. Schauen wir mal, ob das so geht. Okay, macht Schublade auf, ist unterbrochen. Drückt es rein, geht es wieder von vorne los. Dann drückt sie hier 3 Sekunden, drückt sie drauf und dann geht es off. Ihr könnt es auch während des Garvorganges die Zeit neu einstellen und auch die Temperatur. Aber ich glaube, wir lassen jetzt mal auf 200. Dann ist, glaube ich, viel besser. So, jetzt lassen wir es mal 5 Minuten laufen. Ich hätte jetzt heute vor, Hähnchenkeulen damit zu machen, mal was anderes als immer nur Pommes, damit ihr auch seht, klappt es damit oder nicht. Die bereite ich jetzt inzwischen vor. So, wir sind am Ende angekommen. Es zeigt Off an. Das Gebläse läuft jetzt noch ein bisschen und dann müsste sich es nach 20 Sekunden abschalten. Es hat sich abgeschaltet. Ihr seht hier noch den Ein- und Ausschalter und das war's dann. Dann einfach aufmachen. Empfohlen wird's, damit es schneller abkühlt, das rausstellen. Und jetzt dann warten. Es ist ganz schön heiß. So vom Gehäuse her geht es eigentlich auch. Nach 5 Minuten hier oben ist natürlich heißer, wo der ganze Dampf rauskommt. So, wir tun es jetzt ein bisschen abkühlen lassen und dann bereite ich vor für den zweiten Gang. Runde Nummer 2, Hähnchenkeulen habe ich vorbereitet. Hier seht ihr, 10 Stück sind's, haben gerade so noch reingepasst. Also mehr geht jetzt leider nicht. 6,5 Liter Garraum. Wir schieben es hier rein. Zeigt an, Schublade geht. Hier, das seht ihr jetzt leider nicht so. Da ist hier der Ein-Ausschalter. Blend hier ein bisschen. Den für 3 Sekunden drücken. Voreinstellung ist drin, 200 Grad, 15 Minuten. Wir wollen jetzt unsere Hähnchenkeulen machen. Da drauf drücken und nochmal bis zum Programm Hähnchenkeulen. 25 Minuten bei 180 Grad. Ich denke mal, wir geben dann nachher nochmal 10 Minuten dazu. Ich muss ja nachschauen. Einmal klicken und die Sache läuft. Und dann gucken wir nachher das Ergebnis an. Beziehungsweise wir machen dann einen Zwischenstand noch rein. So, lala, wir haben jetzt 15 Minuten, 10 Minuten sind vergangen. Wir schauen uns das jetzt mal an, die Sache. Raustun, unterbrochen. So schaut das schon mal aus. Oh, cool, die Haut finde ich schon mal cool. Dann lassen wir das jetzt so drin. Schaut super aus. Also reinstecken und die Sache geht weiter. Die Fritteuse hat jetzt noch ungefähr 2 Minuten. Dann gucken wir rein und dann entscheide ich, mache ich jetzt nochmal 10 Minuten dazu oder reicht das schon? Unsere Hähnchenkeulen sind jetzt gleich fertig. Da bin ich jetzt gespannt drauf. Und wir piepen schon mal auf. Dauert jetzt noch ein bisschen. Ich mache es jetzt schon mal auf, weil wir wollen ja wissen.
okay, da vorne ist jetzt schon ein bisschen warm. Schaut euch das an. Also ich glaube, ich gebe den jetzt noch mal 5 Minuten, aber so schaut das echt super aus. Wir machen jetzt, da können wir jetzt den Timer unterstellen. Machen wir den auf 5 Minuten noch. Und einfach starten. Die 5 Minuten zusätzlich sind jetzt bald gleich vergangen. Und dann schauen wir uns die Sache an und ich denke mal, das Ergebnis ist jetzt genau das, was ich haben möchte. Wobei die 25 Minuten genauso ausgereicht hätten. Und wenn es dann abgekühlt ist, reinige ich das und dann schauen wir uns das auch an, wie das dann danach ausschaut. So, er ist fertig. Mal gucken das an. Ganz leicht rieche ich noch einen Kunststoffgeruch, ganz leicht, ist aber jetzt noch, weil es jetzt erst der zweite Durchgang ist, finde ich normal, aber der Hähnchengeruch überwiegt und schaut euch das doch mal an. Finde ich cool, oder? Was sagt ihr dazu? Gut gelungen. Und ich bin dann gespannt, wie es zu reinigen ist danach. Ui, das dampft ganz schön und es ist ganz schön heiß. So, auf den Teller schaut es schon mal so aus. Hier ist noch ein bisschen Öl. Da habe ich jetzt was entdeckt. Also, Kinder haben gesagt, es ist schön durch. Also passt die Zeitangabe mit 25 Minuten bis 30. Also, wir haben jetzt hier, ich weiß nicht, ob ihr es seht, da unten, wenn ich so kipp, sammelt sich jetzt das Öl. Man könnte jetzt das Öl einfach abschütten. Habe ich auch vorher nicht gesehen, weil da habe ich jetzt aufpassen müssen, weil das sofort rausgegangen ist. Also, so sieht es jetzt von innen aus. Ich habe jetzt das überschüssige Öl unten rausgeschüttet. Das kommt man jetzt ganz einfach auf der Seite oder hier durch die Löcher kommt das jetzt rausgeschüttet werden. Wir lassen es jetzt nochmal kühlen. So, ich habe es jetzt gereinigt. Ihr seht es, tadellos sauber geworden. Also eben, deswegen ist es wichtig, sofort dann, wenn es abgekühlt ist, das alles zu reinigen. Das habe ich jetzt nicht gereinigt, weil nach einmal benutzen ist es jetzt noch nicht so dreckig und habe auch drin jetzt keine Verschmutzungen gesehen. Hier ebenso, also es geht leicht rauszunehmen und dann auch gleich leicht zu reinigen, dank der Anti-Haftbeschichtung. Was mal sein könnte, dass halt mit der Zeit hier die Gumminoppis vielleicht mal kaputt gehen und halt das dann müsst ihr halt die ersetzen. Eben noch trocknen lassen, einsetzen, wegpacken, dann auf die Seite stellen. Und das war's dann eigentlich schon. Meine Meinung zu dem Gerät. Wir haben es jetzt ausprobiert, ihr habt es jetzt gesehen, meine Hähnchenkeulen sind super geworden. Nach etwa 35 Minuten habe ich es noch drin gelassen. Ich habe es zwischendrin einmal ein bisschen umgedreht, die Hähnchenkeulen. Sie haben alle, die ganzen haben reingepasst, die ich jetzt für 3 Personen, also die ganzen haben jetzt reingepasst für einen Erwachsenen und 2 Kinder. Mehr essen wir jetzt auch nicht. Und aufgetaut, meine Hähnchenkeulen, die ich jetzt eigentlich fürs Abendessen gedacht habe, haben alle reingepasst. Sonst musste es in 2 Etappen immer brutzeln. Dank der 6,5 Liter Garraums hat alles reingepasst. Ich bin nochmal gespannt, was ist, wenn man dann einen Kuchen backt oder Brot backt, weil das kann man ja damit auch machen. Da gibt es nämlich extra hier auch ein Programm dafür. Mache ich jetzt nochmal ein. Was ich persönlich gut finde, wir haben hier schon 3 vorangestellte Programme. Wenn ihr nicht lang überlegen wollt, einfach draufklicken, hier zum Beispiel Hähnchenkeulen, müsste, wenn ich jetzt das da probiere, 180 Grad, 25 Minuten. Ist vorangestellt, reicht normalerweise. Und je nachdem mache ich es ein bisschen länger, also bei mir sind es immer so ungefähr 35 Minuten, je nachdem, wie die Garstufe vorhanden ist. Das macht man, indem man dazwischen eben aufmacht und reinschaut. Das finde ich auch gut. Ihr könnt es aufmachen, ihr könnt es reinschauen, ihr könnt das wenden, drehen, wie ihr wollt und dann wieder reinschieben und das Programm fängt wieder an zu laufen, da wo es stehen geblieben ist. Ist es fertig, gibt es ein Signal, es schaltet aus, die Zirkulation schaltet sich wie angegeben nach 20 Sekunden aus, finde ich cool. Und wenn ihr es komplett abgeschaltet habt, setzt ihr hier nur noch den Ein- und Ausschalter. Finde ich auch besser und ihr könnt eben die Schublade drin lassen, ohne dass dieses ganze Display anzeigt. Meine Erfahrung ist mit einer alten Fritteuse ganz anders. Finde ich auch schon mal cool. So sieht es dann aus. Es fügt sich in die Küche ein, ist schön kompakt, ihr könnt es da in die Ecke reinstellen, wenn es es nicht mehr braucht. Nach oben ist bei mir noch viel Platz. Ihr müsst dann schauen, wie es dann bei euch ausschaut. Ich bin da schon mal überrascht davon. Fingerdappler ist normal, müsst ihr halt dann drüber wischen, wenn es euch das stört. Es ist aber bei Edelstahl normal.
Mein Fazit zu der Heißluftfritteuse ASF 70 von Sifferplex. Es ist ein schönes, kompaktes Gerätchen, nicht zu groß und nicht zu klein. Also für den Haushalt mit 2 Erwachsenen und 2 Kindern vollkommen ausreichend. Ihr habt es gesehen, die Hähnchenschenkel, meine 10 Stück Hähnchenschenkel haben super da reingepasst. Ich habe das nochmal um 5 Minuten erhöht, die 25 Minuten super gar geworden. Auch die Haut fand ich kross. Hätte vielleicht nochmal 5 Minuten gebraucht, aber so war das auch ideal. Fand ich schön durch. Was ich hier toll finde ist, schaltet es hier ein. Ihr habt ein übersichtliches Bedienfeld. Ihr habt 8 vorinstallierte Programme. Ich denke mal, die reichen vollkommen aus. Und vor dem Programm oder während des Programms könnt ihr immer noch individuell eure Gradzahl und die Minutenzahl eingeben. Schön finde ich auch, wenn ihr die Schublade raustut und dann wieder reintut, dann läuft das Programm weiter. Wenn die Zeit abgelaufen ist, schaltet sich das komplett ab. Ist die Schublade draußen, ist auch der Ein- und Ausschalter komplett weg. Falls ihr jetzt das komplett aushaben wollt, lasst halt dann immer hier vielleicht ein bisschen so die Schublade offen. Aber braucht es ja nicht, weil es ist ja nur dieser Ein- und Ausschalter dann sichtbar, wenn man es hier ausschaltet. Die unverbindliche Preisempfehlung sind 199 € im Sifferplex Shop. Hin und wieder ist ein Angebot vorhanden, dann könnt ihr es dann noch günstiger bekommen. Also ich finde es schon beim ersten Test schon gut gelungen und besonders man kann es jetzt gut reinigen. Was ich etwas hakelig finde, ist, dass man die Schublade nicht so leicht aufkriegt. Also wenn man hier drauf drückt und das dann nachgibt, nicht, dass das mit der Zeit halt hier mal kaputt geht, beziehungsweise die Schrift wird wahrscheinlich mal runtergehen. Andererseits ist es wieder von Vorteil, dann können Kinder das nicht so leicht aufbekommen. Ihr solltet es sowieso aus der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. So kann ich dazu sagen, hier das Gehäuse wird halt hier oben schon sehr warm, hier unten ist es ganz kühl und sogar hier oben ist es nicht so heiß. Und wenn ihr das reinigt, eben geht tadellos durch diese Anti-Haftbeschichtung. Also ich persönlich finde ich jetzt nicht schlecht, wobei ich mir jetzt eigentlich wünschen würde, dass man halt hier oben das hier nicht so einsetzen müsste, sondern eine extra Schublade hätte. Aber dann wird es wahrscheinlich noch teurer werden. So ist es ganz in Ordnung, besonders wenn ich die Schublade da drin lassen kann und hier bloß der Ein- und Ausschalter sichtbar ist als Standby. So, das war's mit meinem Produkttest. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr dieses Video anschaut. Und ich würde mich wieder freuen, wenn ihr ein Abo dalassen würdet, dann wisst ihr über neue Videos von mir wieder Bescheid. Die kommen dann, wenn ich eben Zeit habe und dann mal wieder ausführlich was testen konnte. Bis demnächst, eure Petra.